Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zum schlimmsten Tag der Woche, zum Spieltag von Real Madrid. Es tut mir leid, aber dieses Real Madrid in den letzten Wochen kann ich persönlich nur noch mit Sarkasmus ertragen. Ja, aber ich habe für euch heute eins dieser Videos, das ihr so liebt. Auf der einen Seite, keine Sorge, ich kümmere mich um alles, was heute mit dem Spiel gegen Athletic Bilbao zu tun hat. Ihr kriegt die Kaderliste, das Abschlusstraining, Antworten von Xabi Alonso aus der Pressekonferenz. Eine, die sehr, sehr interessant war, denn da kümmert er sich um die Frage, die fußballerisch Real Madrid zurzeit wohl am meisten beschäftigt. Arda Güler oder Jude Bellingham? Arda Güler und Jude Bellingham, was ist da los? Xabi Alonso hat darauf geantwortet. Aber nachdem das alles geklärt ist, habe ich für euch 2, 3 Statistiken, die unter anderem beweisen, warum dieses Real Madrid seit Liverpool noch schlechter Fußball spielt als das Real Madrid von Carlo Ancelotti. Und wir dachten, es geht nicht schlimmer. Ja, lasst mich dieses Video erst einmal mit einem persönlichen Anliegen starten. Und ja, heute Abend, ich glaube, ich muss das gar nicht mehr annoncieren, wie immer bei einem Spiel von Real Madrid werde ich ein Live-Watch-Along machen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, damit wir uns zusammen dieses Gegurke von Real Madrid anschauen. Naja, hoffentlich überraschen die uns heute alle im positiven Sinne, obwohl ich kaum Glauben daran habe. Ja, und jetzt noch zu einem Thema, was nichts mit Real Madrid zu tun hat, aber mit der Welt des Fußballs. Und ich möchte Erling Haaland gratulieren zu einem unglaublichen Rekord. Der hat gestern sein 100. Premier League Tor gemacht in 111 Spielen. Damit hat er den unbrechbaren Rekord von Alan Shearer gebrochen. Der hat damals 124 Spiele gebraucht. Also Erling Haaland ist ein Cyborg, ist eine Tormaschine. Der ist geboren, um Tore zu schießen. Na, herzlichen Glückwunsch an Erling Haaland. Weiß Gott, vielleicht irgendwann im Weiß der Königlichen. Ja, das ist aber nicht das einzige Spiel, was gestern stattgefunden hat. Kümmern wir uns jetzt um La Liga, kümmern wir uns jetzt um Real Madrid. Denn gestern hat der FC Barcelona gegen Atletico Madrid im Spitzenspiel im Endeffekt verdient mit 3:1 gewonnen. Und wenn man dieses Spiel so ganz normal sieht, könnte man denken, ja, es ist ein ganz normales Spiel. Aber dieses Spiel war wieder das perfekte Beispiel, wie das Negreira-System in Spanien funktioniert. Sind es die großen, gravierenden Fehlentscheidungen, wo die ganze Welt hinschauen würde? Nein, sonst hätte das System unter Negreira ja nicht 20 Jahre funktioniert. Es geht um Tendenzen. Eine Tendenz bedeutet, wenn du Schiedsrichter hast, die eher in knappen Situationen für den FC Barcelona pfeifen oder Schiedsrichter, die bei knappen Situationen eher gegen Real Madrid entscheiden, das siehst du in einzelnen Situationen gar nicht so, in einzelnen Szenen. Aber wenn du dir dann die Statistiken über 20 Jahre anschaust, erklärt es, warum es so enorme Diskrepanzen gibt. Ja, und gestern war wieder ein gutes Beispiel. De Burgos Bengoechea, der Schiedsrichter, der vor 2 Tagen in Elche noch entschieden hat, dass dieses Foul an Rodrigo kein Elfmeter ist. Das VAR hat sich nicht eingemischt, weil es kein gravierender Fehler ist. Ich habe kein Verständnis dafür. Hat gestern bei der ersten Situation von Olmo schon entschieden, Elfmeter für Barcelona. War das eine krasse Fehlentscheidung? Nein. Kann man den Elfmeter an Dani Olmo geben? Ja. Aber man sieht ja die Tendenz. Bei Dani Olmo braucht er gar nicht das VAR. Da wird sofort zum Punkt gezeigt. Bei Rodrigo geht es unter. Und jetzt gibt es immer wieder die genialen Typen, die sagen, Real Madrid braucht keine 2 Elfmeter, um gegen Girona zu gewinnen. Doch, brauchen sie. Haben wir ja gesehen. Ohne die 2 Elfmeter haben wir es nicht geschafft. Aber da kräht kein Haar nach. Meint ihr, in 10 Jahren interessiert es noch irgendeinen, wie die Form von Real Madrid im Jahr 2025 war? Nein.
Was die interessiert, ist, ob am Ende Madrid Meister wird oder Barcelona oder wer auch immer. Und Barcelona hat im Laufe der letzten 10, 20 Jahre mehr als genug Spiele gewonnen, weil sie 1 oder 2 Elfmeter bekommen haben. Spiele, die sie sonst nicht gewonnen hätten. Ja, und darum geht es halt. Auch danach eine Situation. Der Sohn von Simeone wäre als letzter Mann aufs Tor gelaufen und der Verteidiger von Barcelona, dieser Martin heißt er, glaube ich, senzt ihn komplett um. Ist das eine glasklare rote Karte? Nein. Kann ich mit einer gelben Karte leben? Ja. Aber wenn du dann siehst, dass ein Hausen in dieser gleichen La Liga eine rote Karte bekommen hat, obwohl Militao noch neben ihm stand und Odriozola noch 50 Meter zum Tor hatte, das sind halt diese kleinen Tendenzen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und im Laufe von 20 Jahren erklärt es dann die Diskrepanzen. Erklärt auch, Real Madrid TV hat da gestern, fangen wir mit der ersten Statistik des heutigen Videos an, eine interessante Statistik rausgesucht. Und viele werfen Real Madrid ja vor, dass die Cherry-Picking betreiben, dass die sich bestimmte Statistiken raussuchen etc. pp. Aber nein, Real Madrid hat einfach alle Spiele genommen, seitdem de Burgos Bengoechea Schiedsrichter in der ersten spanischen Liga ist. Wir reden hier über 10 Jahre. In den 10 Jahren, schaut euch mal die Statistik an, gewinnt Barcelona, ich glaube 22 Spiele oder wie viele auch immer, 90% ihrer Spiele unter denen. Und Real Madrid seltsamerweise nur knapp über 60. Ja, und da sieht man diese kleinen Tendenzen. Kriegt ein Olmo den Elfmeter nicht, kriegt ein Martin eine rote Karte, geht die Statistik von Barca vielleicht ein bisschen runter. Kriegt Rodrigo den Elfmeter, geht die Statistik von Real Madrid vielleicht ein bisschen hoch. Aber man sieht, in welche Richtung die Schiedsrichter in der spanischen Liga tendieren. Wie gesagt, das System hätte ja gar nicht 20 Jahre lang funktioniert, wenn es so offensichtlich wäre. Ja, und wenn man dann unten die Statistik in den Heimspielen sieht, ist es ja noch schlimmer. Auch da 100% Heimsiege für den FC Barcelona unter de Burgos Bengoechea. Welch Zufall, Madrid bei knapp über 60%. Ja, wie gesagt, so funktioniert das System Negreira. Und die Barcelona-Fans, die versuchen euch dann in einzelne Szenen zu verwickeln. Die versuchen euch zu zeigen, der Elfmeter an Olmo ist doch Elfmeter. Ja, haben sie auch vielleicht gar nicht unrecht. Oder der Simeone, der wär weit entfernt vom Tor oder irgendwas. Ja, klar. Die versuchen euch diese einzelnen Szenen zu zeigen, die versuchen euch den Baum von so nah es geht zu zeigen, damit ihr nicht 2 Schritte zurückgeht und den ganzen Wald seht. Also lasst euch da nicht verarschen, lasst euch gar nicht auf Diskussionen über einzelne Situationen ein. Ihr wisst, was die Wahrheit ist, ihr wisst, was die Statistik über die letzten 20 Jahre gezeigt hat. Und kleiner Side-Effekt, der FC Barcelona, die Verhandlung im Fall Negreira ist immer noch zugange. Laporta muss jetzt bald auch vor Gericht. Ja, und wie schon oft gesagt, der Richter geht von Korruption aus. Ich meine, was soll es sonst gewesen sein? Wozu soll der FC Barcelona sonst 8 Millionen Euro bezahlt haben? Wie dem auch sei, was bedeutet dieser Sieg in der Tabelle? Dass dieser FC Barcelona, und das haben wir selber zu verschulden, vor denen wir vor 4 Wochen noch 5 Punkte Vorsprung hatten, inzwischen 4 Punkte vor uns sind. Also Real Madrid heute Abend bei Athletic Bilbao gewaltig unter Zugzwang, damit der FC Barcelona uns nicht davonläuft. Die haben 9 Punkte in 4 Wochen auf uns aufgeholt. Damit ihr mal seht, was für einen katastrophalen Fußball wir zurzeit spielen. Also der FC Barcelona 4 Punkte vor Real Madrid. Wir müssen heute bei Athletic Bilbao gewinnen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen mit den Leistungen der letzten Wochen. Unser Kader für dieses Spiel gegen Athletic Bilbao seht ihr rechts neben mir. Und wenn ihr genau darauf achtet, fällt euch auf, dass ein Ferland Mendy nicht dabei ist. Ein Ferland Mendy, der 7 Monate verletzt war nach dem Pokalfinale. Davor war der ja auch schon verletzt, einige Monate. Hat dann ein Spiel gemacht, war dann monatelang verletzt, obwohl man uns nur gesagt hatte, der wird 2, 3 Wochen fehlen. Fehlte er 7 Monate. Ja, und jetzt ist er wieder verletzt. In diesem Fall ist es der Bizeps im rechten Oberschenkel. Und es sollen wieder angeblich 3 Wochen sein. Ja, haben wir ja gesehen, was das letzte Mal passiert ist, als es angeblich 3 Wochen waren. Es tut mir leid, Mendy, abgesehen davon, dass er inzwischen schon 30 ist, der Mann, mit dem kannst du einfach nicht mehr rechnen. Der kommt, ist monatelang verletzt, spielt ein Spiel und ist dann wieder verletzt.
Real Madrid muss sich so schnell es geht von Ferland Mendy trennen. Das ist meine persönliche Meinung. Solltest du eine andere haben, kann ich die akzeptieren. Ich lasse jetzt mal ein bisschen parallel oder habe schon parallel das Training von gestern laufen lassen. Ja, was gab es gestern? Nach diesem Abschlusstraining ist Real Madrid nach Bilbao geflogen und auch da soll es Streitigkeiten in der Kabine gegeben haben. Laut Onda Ser und laut El Chiringuito haben einige Spieler sich beschwert, dass sie die Nacht nicht zu Hause bei ihrer Familie verbringen mussten, sondern in Bilbao. Das war unter Carlo Ancelotti anders. Also, naja, diese verwöhnten Diven, ich sag dazu einfach nichts mehr, sonst raste ich noch aus. Vielleicht raste ich gleich noch aus bei den Statistiken, ich hoffe nicht. Naja, wie dem auch sei, Xabi Alonso hat eine Pressekonferenz gegeben. Und da habe ich mir mal 2, 3 Antworten rausgesucht, bevor wir gleich zur fußballerischen kommen. Hören wir uns erstmal die erste Frage und die erste Antwort an. Guten Tag, Xabi. José Luis Sánchez für Jugones de la Sexta. Ich wüsste gern, welche Schlüsse du aus den Treffen mit den Spielern in Athen gezogen hast. Was muss der Trainerstab verbessern, um bei diesem Madrid den richtigen Dreh zu finden? Über Fußball, über die Kabine, über den Zusammenhalt, den wir brauchen, darüber, was wir verbessern müssen, um im Spiel konstanter zu werden. Das ist es, was uns beschäftigt, sowohl die Spieler als auch den Trainerstab, wie wir uns verbessern können, wie wir diese Dynamik in der Liga durchbrechen können, wieder auswärts zu gewinnen. Deshalb haben wir morgen eine sehr gute Gelegenheit in San Mamés und die wollen wir nutzen. Ja, also für die letzten Skeptiker unter euch, Xabi Alonso hat quasi gesagt oder bestätigt das, was ich euch schon berichtet hatte. Es gab diese internen Gespräche, ihr habt gehört, worum es ging, um den Zusammenhalt, um das Teambuilding, wie man aus dieser Phase wieder rauskommt. Aber es gibt immer wieder diese Skeptiker, die sagen, nein, sowas gab es nicht, es gab keine Unruhen in der Kabine, es gab keine klärenden Gespräche von Xabi Alonso. Der Trainer hat es selber gerade gesagt, die gab es. Und Leute, ich bitte euch darum, ich mache jetzt seit über 2 Jahren Content. Ich glaube nicht, dass ich über 16.000 Follower hätte, wenn ich hier Quatsch erzählen würde. Ich zeige euch immer die Quellen, wo es herkommt. Also ihr könnt mir hier und da ruhig auch mal ein bisschen vertrauen, wobei ich es okay finde, dass ihr immer wieder selber die Quellen überprüft. Darum bitte ich euch sogar. Ja, aber es ist unter anderem auch wahr, dass Xabi Alonso, wenn es laut spanischer Presse geht, heute um seinen Arbeitsplatz kämpft. Das, was ich euch gestern im Video gesagt habe, denn da gab es auch Skeptiker, aber ich glaube, es gab gestern 3 oder 4 Fragen in diese Richtung. Ja, und als Beispiel hören wir uns die mal an. Du sprachst von den Ansprüchen bei Real Madrid. Ich wollte dich fragen, wenn du hörst, vor allem im Umfeld, worüber du ja auch bei der letzten Pressekonferenz hier gesprochen hast, dass über eine Alternative für die Trainerbank von Madrid nachgedacht wird. Besonders, falls ihr morgen nicht gewinnt oder deutlich verliert. Ja, und das war jetzt nur ein Beispiel. Davon gab es mehrere, also immer wieder in die Richtung, was sagen Sie dazu, dass berichtet wird, dass es heute um Ihren Arbeitsplatz geht. Also, ja, Xabi Alonso wurde selber darauf angesprochen. Auch das ist ein Thema, was in den spanischen Medien umgeht. Wobei ich immer noch der Meinung bin, das ist Quatsch. Ich glaube, ein Florentino Perez im heutigen Zustand wird er an Xabi Alonso festhalten. Ja, aber ich möchte nicht so sehr über Polemik reden. Ich möchte vor allem auch gerne über Fußball reden. Und die Antwort, die mich am meisten interessiert war eine Frage, die wir uns oft in den Kommentaren stellen, die ich mir oft stelle. Was ist los mit Bellingham und Arda Güler? Wieso klappt das so nicht mehr? Ja, es hat ja gut geklappt gegen Barcelona und Valencia. Hören wir uns mal die Antwort von Xabi Alonso an. Hallo Xabi, Abraham Romero von El Mundo. Jude und Arda haben gegen Barca und Valencia zusammengespielt vor der kleinen Ergebniskrise. Welche Veränderungen haben Sie im Mittelfeld und bei den beiden gesehen, wie sie sich im Spiel ergänzen, besonders im Angriff? Ich weiß nicht, ob Sie da Probleme gesehen haben, die es vorher nicht gab oder welche Lösungen es geben kann, damit die beiden, was ja gerade die Debatte im Mittelfeld zu sein scheint, sich wirklich ergänzen können. Nein, wie Sie schon sagen, nach dem Spiel gegen Barca und nach dem Spiel gegen Valencia hätten wahrscheinlich diejenigen, die diese Zweifel haben, diese Frage nicht gestellt, oder? Die Mannschaft im Allgemeinen hat nach diesen beiden Spielen, nach dieser guten Phase, ein wenig an Spielqualität verloren, wir haben ein wenig an Energie verloren und das betrifft uns alle. Alle Spieler sind davon betroffen, aber sie können zusammenspielen, sie haben gut zusammengespielt und sie werden wieder zusammenspielen. Ja, und da bin ich
komplette bei Xabi Alonso. Es liegt nicht nur an Bellingham und Arda Güler. Es ist einfach die Schuld aufs Mittelfeld zu schieben. Aber entweder die gesamte Gruppendynamik funktioniert oder keiner funktioniert. Du arbeitest als geschlossene Einheit oder du arbeitest umsonst. Ich habe Meter gesehen ohne Ende von einem Arda Güler. Ich habe, auch wenn ihr es nicht hören wollt, viele von euch, sehr, sehr viele Zweikämpfe und Meter von einem Jude Bellingham gesehen. Aber solange jeder quasi nach seiner eigenen Nase kämpft und das Kollektiv nicht zusammen aufrückt und zusammen zurückrückt und die Lücken enorm sind, da kannst du als einzelner Spieler nicht funktionieren. Ja, und das hat Xabi Alonso gut erklärt und ich hoffe, dass die Mannschaft das endlich umsetzen kann. Ja, sonst ist die Meisterschaft schneller verloren, als wir es alle lieb haben. Ja, kommen wir jetzt zu dem Teil, den ich euch versprochen hatte, nämlich Statistiken, die mich fassungslos gemacht haben. Statistiken, die zeigen, dass das Real Madrid von Xabi Alonso in den letzten Wochen noch schlechter war als das Real Madrid von Carlo Ancelotti. Wie geht das? Wir dachten, wir hätten schon das schlimmste Madrid aller Zeiten erlebt. Ja, und das Real Madrid von Xabi Alonso tanzt in den letzten Wochen noch Limbo, Niveau-Limbo, unter dem katastrophalen Fußball der letzten Saison von Carlo Ancelotti. Dazu hat der Ass diese Statistiken veröffentlicht. Das ist ein langer Artikel. Mir geht es aber um die Statistiken. Schauen wir uns die zusammen einmal an. Der Druck, damit ist gemeint das Pressing. Das waren die ersten Schritte, die Xabi unternahm. Die ersten Ansätze seines Modells, als kaum Zeit zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft blieb, basierten auf unerbitterlichem Druck und einer starken, effektiven Spielweise. Etwas, das sich nach und nach verfestigte. Dies führte zum Clasico und damit auch zum Sieg gegen Valencia. Es gab zwar noch einige Unebenheiten zu glätten, aber die Mannschaft war auf dem aufsteigenden Ast. Sie übertraf die Saison 24-25 deutlich mit durchschnittlich 75,6 Balleroberungen. Im Vorjahr waren es nur 69,3. 34,1 schnelle Ballgewinne nach Ballverlust. Das war letztes Jahr nur 28,8. 31,6 in der gegnerischen Hälfte. Das waren 24,4 im letzten Jahr und 5,6 im letzten Drittel. Das waren letztes Jahr nur 4,6. Doch auf dem Weg nach Anfield schien etwas nachzulassen. Also wie ihr hört, jede Statistik unter Xabi Alonso, die mit Pressing zu tun hatte, ich meine, unsere eigenen Augen haben es ja gesehen, wir brauchten dafür keine Statistik, das war ein ganz anderer Fußball, den wir bei der Club-WM oder am Anfang der Saison gesehen haben, als letztes Jahr der Trantütenfußball unter Carlo Ancelotti. Ja, schauen wir uns jetzt mal die Statistiken an seit Anfield. Seitdem nur ein Sieg gegen Olympiakos, ein Leistungsabfall in dem Bereich, der noch vor kurzem das größte Problem war. In diesen 5 Spielen 61 Balleroberungen. Überlegt mal, das sind 15 weniger als am Anfang der Saison. 15! Das sind noch 8 weniger als unter Carlo Ancelotti. 26 schnelle Ballgewinne, das sind 8 weniger als sonst am Anfang der Saison. Und das sind weniger als letztes Jahr unter Carlo Ancelotti. In der gegnerischen Hälfte 17,2. Das ist fast die Hälfte von dem, was wir am Anfang der Saison gemacht haben. Balleroberung in der gegnerischen Hälfte. 17 anstatt über 31, die es waren. Das ist sogar deutlich weniger als unter Carlo Ancelotti. Da waren es 24. Ja, und im letzten Drittel waren es ja mal 5,6, also am gegnerischen 16er darum. Bei Ancelotti 4,2 und jetzt sind es nur noch 2,2. Also, es kann mir jeder erzählen, was der will. Diese Statistiken sind dramatisch. Das ist ein Unterschied zwischen Champions League und Bezirksliga. Es ist kein Wunder, dass Madrid keine Spiele gewinnt. Mit dieser Statistik hast du es nicht verdient, Spiele zu gewinnen. Mit dieser Statistik hast du es als Spieler nicht verdient, das Wappen von Real Madrid zu tragen. Ja, und dann hat Don Amancio gestern noch einen sehr interessanten Tweet getweetet. Ich habe den gestern auch auf meinem Account getweetet. Schauen wir uns den mal an. Und zwar geht es da um Pressing-Momente pro 90 Minuten. An der Tabellenspitze bei Real Madrid Camavinga mit 29,2. Was hatte ich euch gesagt in meinem Video gegen Girona? Dass er einer der einzigen war, der sich gewehrt hat, der gezeigt hat, er möchte nicht, dass das Schiff untergeht. Ja, schauen wir uns mal an, wer an zweiter Stelle ist.
Was sage ich euch seit Anfang der Saison? Arda Güler. Meint ihr, das ist Zufall, dass der unter Xabi Alonso immer spielt? Weil der denkt, oh, den Türken habe ich lieb? Nein, weil Arda ackert ohne Ende auf dem Platz. Dahinter Ceballos 27,2. Mastantuono und Bellingham, beide 26,4. Die ackern. An denen liegt es nicht. Ja, und wenn wir dann weiter runter in der Tabelle gucken, ne? Tchouaméni, Vinicius, okay, Verteidiger ist ja auch schwer. Aber Fede Valverde, 12,1 Pressing-Momente. Du, die Seele dieser Mannschaft, der mit den besten körperlichen Voraussetzungen, mit der größten Lunge, die ich seit Jahrzehnten bei Madrid gesehen habe, willst du mich verarschen? Ich will nicht explodieren, aber man sieht doch, der will nicht. Dieser Typ hat keine Minute verdient, Kapitän von Real Madrid zu sein und keine Minute mehr auf dem Platz, bis sich seine Einstellung um 180 Grad ändert. Und das, obwohl ich der größte Fede Valverde Fanboy der Welt war. Ich habe ein scheiß Trikot mir geholt mit seinem Namen in dieser Saison. Aber Real Madrid steht über allem. Wenn du pissig bist auf den Trainer, dann geh auf die Bank, dann lass dich verkaufen, aber spiel nicht mehr für Real Madrid. Und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ich habe schon meine Klappe gehalten, als er nicht zurückgelaufen ist beim Gegentor in Elche. Gegen Girona beim Gegentor die gleiche Szene und er läuft nicht zurück. Das ist doch kein Zufall. Ja, es tut mir leid, es regt mich auf, aber diese Statistiken beweisen, Fußball ist kein Glück. Fußball ist harte Arbeit. Und die Jungs leben endlich das Konzept von Xabi Alonso oder müssen verkauft werden. Das ist meine Meinung. So, bevor ich mich noch mehr in Rage rede, ich hoffe, wir sehen uns alle heute Abend. Jetzt noch zum Abschied die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Im Tor Thibaut Courtois, davor Eder Militao und Antonio Rüdiger. Die beiden oder die drei sind die einzigen, die ich im Spiel gegen Girona noch irgendwie verteidigen konnte. Sollte es irgendeine Verletzungsgefahr geben bei Rüdiger oder Militao, weil die nach einer Verletzung nicht 180 Minuten spielen können, dann gerne auch ein Raúl Asensio. Aber wenn alle fit sind, wären das meine Innenverteidiger. Mein linker Verteidiger Álvaro Carreras, Mondi wie immer nicht da. Fran Garcia hat kein Niveau für Real Madrid. Rechts hinten, mangels Alternativen, Trent Alexander-Arnold. Ich bin mit seiner Leistung nicht zufrieden, aber wer soll da sonst spielen? Fede Valverde hat für mich nichts im Kader von Real Madrid heute zu suchen. Fangen wir damit an. Im Mittelfeld würde ich mit einem Dreier-Mittelfeld spielen. Und zwar Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham und Arda Güler. Ja, ich würde heute wieder ein Dreier-Mittelfeld machen, aber alle müssten nach hinten arbeiten. Die drei im Sturm, die ich hätte, wäre rechts Franco Mastantuono. Nicht, weil der mich überzeugt hat mit überragenden Dribblings und Toren oder was auch immer, weil der ackert. Und heute gegen Atletico Bilbao musst du das Spiel arbeiten. Du kannst das Spiel nicht zaubern, du musst ackern. Und dafür brauchen wir einen Franco Mastantuono. Links ein Vini Junior. Wir haben die Pressing-Momente gesehen, aber ein Vini Junior muss auch verdammt nochmal nach hinten arbeiten heute. Nur dann haben wir eine Chance. Vorne Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hat mit diesem ganzen Stress nichts zu tun. Kylian Mbappé macht seine Tore und ackert. Und du brauchst die Qualität. Vor allem sollten wir Bilbao heute bei einem Konter erwischen können, dann ist es gut, Kylian Mbappé da vorne zu haben. Das wäre meine Aufstellung für das Spiel heute Abend. Lass mir deine Meinung zu meiner Aufstellung und zu diesem Video, zu den unglaublichen Statistiken und zu allem dem, was ich gesagt habe, bitte in den Kommentaren. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns heute Abend wieder beim Live-Watch-Along. Vielleicht habe ich bis dahin etwas bessere Laune. Bis dahin. A la